Dann wollen wir mal. Noch früher morgen. So. Wir sehen hier Portal Stories. Mel. M-I-L, keine Ahnung. Und das ist eine Mod für Portal 2. Eine sehr umfangreiche. Ich habe sie selbst noch nicht gespielt. Das werde ich jetzt tun. Ich habe bisher nur die Einstellungen angepasst. Und das heißt, ich werde also gleich ganz viel weinen und fluchen. Und mir sagen lassen, es ist eine etwas fortschrittlichere Mod. Das heißt also, man muss sich schon ein bisschen Gedanken machen, die Rätsel zu lösen. Und sie basiert eher auf Nachdenken. Es gibt ja auch welche, die basieren auf sehr viel Action, wo man dann sehr kompliziert springen muss und in der richtigen Moment die Portale überall hinschießen. Das ist aber mehr Action und mehr frustrierend in meinen Augen als alles andere. Vor allem, wenn man nicht ganz so schnell ist. Und das hier soll also auf Nachdenken basieren, dass man so ein bisschen nachdenkt. Wow, was ein Spruch. Legen wir einfach los. Cool, ich kann Advanced Mode. Was kann ich denn hier machen? Okay. Es gibt einen Story Mode und einen Advanced Mode. Fangen wir mit dem Story Mode an. Wenn es zu leicht ist, kann man ja immer noch wechseln. So, wir sehen diesen wunderschönen Ladebildschirm. Ich bin mal echt gespannt, was mich erwartet. Ich habe mir sagen lassen, es ist sehr kompliziert. Es hört da auf, wo Portal 2 ursprünglich geendet hat, sozusagen. Also man hat Portalkanone, 2 Portale, ganz wunderbar. Und muss sich nicht erst durch eine riesige Einführung quälen. Gucken wir mal, was hier kommt. Vielleicht erzählt er mir auch was. Mein Sprecher. Das erinnert mich an Half-Life. Wo ist der Green Man? Is this thing on? Oh, Yeah, okay. Greetings, astronaut, war hero, or Olympian. My name's Cave Johnson, and boy, do I have something to show you. You're here because you're the best the world has to offer. I don't say that lightly, mind you, so take that as one of the biggest compliments you'll ever get in your life, even if you don't know who I am. In the beginning, I started a shower curtain company, making asbestos-laden shower curtains for the military. But I kept dreaming bigger and better. And you know what? That dreaming became doing. Lots of doing. Which brought you here. You're riding into the little Michigan town of... wait. Where are we again? Okay, so... This town doesn't have a name yet, as we're the ones who built it, but that doesn't matter. Point is, you're riding there, and you'll soon be Aperture Science Innovators. We're still getting some of this stuff together, but there's a lot of science we can do in the meantime. You've been selected from a large group of candidates for a special test in our temporary testing areas. When the train arrives at the station, head into the town and into the Aperture building. Don't worry, you'll know where it is. You'll get some more pre-recorded messages once you're there. Now, get ready to do some science. For now, though, we're gonna put on some nice music for you. Enjoy the ride. Okay. Man hat mich also willkommen geheißen und mir allerlei Zeugs erzählt. Astronaut fand ich toll. Alright, you're now arriving at Aperture Central Station. Wait. Chris, get over here. How do you spell station? Okay, think about that for a second. Okay. Does station have an extra O before the I? Alright, listen to me. Pack your things. Because you're fired! Get out of my office. Out. Get out. Out of my office. Oh, I can't re-record this.
Okay. Vielleicht sollte man, um das Ganze ein wenig... Ach, egal. Portal 2 Hintergrund setze ich mal als bekannt voraus. Jetzt haben wir einen schwarzen Bildschirm mit einer Maus drauf. Passiert jetzt was? Ah. Ich nehme mal an, hier soll ich rausgehen. Okay. Now, as I said before, there's a lot we're still working on. Just watch your step on the way out, and as a reminder, Aperture Science Innovators is not responsible for any injury you sustain, up to and including death by exposure to cosmic ray spallation. Don't worry, though. We haven't had an accident like that in 3 days. Sorry. Make that 3 minutes. Oha. Okay, das erinnert mich ein bisschen hier an Bioshock, muss ich sagen. Aber das ist ja ungefähr dieselbe Zeitperiode, 50er Jahre. Okay. Here at Aperture Science Innovators, we love to give back to the community. So, instead of just giving back, we made our own community. Entirely made out of Aperture Science malleable concrete, on top of the salt mines. And that's exactly why you shouldn't touch the walls or stomp your feet either. Last thing we need is to touch up a dent in the wall because someone was too hands-on. Hui, ich kann auf einem Wagen rumspringen. Ja, die Source Engine ist was älter. Aber trotzdem hübsch. I told you it was easy to find. You found it faster than any test subjects on record. That's not good. Anyway, just head through the door on the right to the elevator. You'll know where to go. Okay. Dort to the right to the elevator. Das kriegen wir hin. Hui. Okay. Gibt nur einen Weg. So, at first, I wanted to put in a long flight of stairs that spiraled down through the old salt mines down here. Give the test subjects a great view of the place. But no! The zoning boards on my bean counters said that's why they invented elevators. So, when someone in a wheelchair threatened to sue, my former boys cheated out of me and built this elevator to go to our temporary offices. I'm still working on those stairs, and those guys are working on getting new jobs. Seriously though, the stairs aren't ready, so get on that stupid elevator. Okay. Ah, okay. Jetzt schauen wir mal, was jetzt passiert. Der Aufzug bewegt sich. Okay, das ist jetzt nicht so überraschend. Here at Aperture, we're always trying to push the boundaries of science that little bit more. That's why we're taking on this new project. When the bean counters told me not to buy a salt mine to do all this science, the first thing they said was, "No, there's too much space. You can't suspend something over nothing and pray that a test can happen in thin air." Well, thanks to some use of the old calculator between the ears and a generous helping of the "you're fired" stamp, I came up with a final solution to that. If you can't anchor something in thin air, why bother trying to make it in the air in the first place? I came up with this. Introducing the Aperture Science Innovators Suspended Testing Sphere. Each sphere is suspended in the air, anchored to the walls by concrete and steel lattice rebar. They seem like they float in the air, but in fact, they don't. Plus, we can keep building above them, onward and upward. This salt mine here can take at least 10 of these bad boys per shaft. 9 shafts, 90 tests. We can test whatever we want to and beat that other company into the ground. Black Mesa. Those guys can kiss my... Sir, that's being recorded. Anyway, the bean counters cried like babies when they saw the cost of these things. But they wet their pants when I threw them out the door. I pay the bills, I make the decisions around here, and I hire and fire as I please. Now, the first of these spheres won't be ready for a few more months, so you'll be participating in one of our smaller tests, the Aperture Science Innovators Short-Term Relaxation Volt.
When you get to the offices, I'll tell you a bit more. This test should be real easy for you, though. Just get inside one of the Aperture Science Innovator's short-term relaxation vaults and lie in a bed. You'll feel yourself fall asleep quickly. Don't worry, though. Our science boys will get you out shortly. You'll only be out for a few minutes. An hour at most if something goes wrong. Don't worry. We've got everything under control. You'll be making science, and you won't have to do a thing. Who's the winner here? You are. Okay, langsam zieht sich das Intro ein bisschen. Dass ich hier Aufzug fahren darf. Das erinnert mich irgendwie auch an Layers of 4. Ich kriege jetzt Schiss mit diesem Aufzug. Aber das sieht so aus, als könnte ich endlich unten gewesen sein. Die Übergänge sind was, wie soll man sagen, unschön. Unsere Ladebildschirme, die nur schwarz sind, sind irgendwie komisch. Naja, egal, jetzt geht's hier raus. As I said on the last pre-recorded message, you'll be heading into an Aperture Science Innovator's short-term relaxation vault for a quick, deep sleep. And then you're done. That's why we brought you here at night. You're most likely a walking zombie. That'll give us the best results. But just remember, don't sleep too long. This isn't a bed and breakfast. And if you decide to stay tonight, I'm charging you rent for the next year. We'll have a bed ready for you. Just follow the testing area signs and go to bed. Don't mind the turrets. They're firing blanks. At least that's what Crazy Harry told me. Had 6 science boys disappeared. Don't worry, those turrets won't kill you. The safety on their guns is on. Had some lab boys shut them down. Crazy Harry lied to me. Okay. Wahrscheinlich wird es schwierig, hier hinter wieder rauszukommen. Docking Station 003. If you're hearing this message, you're at the sleeping chamber. Carolyn, is the test ready? Yes, sir, Mr. Johnson. Then you're good to go. Step into the chamber and get into the bed. Our lab boys will take care of the rest. So, jetzt schlafe ich also. Tief und fest. Das hört sich schon mal nicht gut an. Okay, wieder ein schwarzer Bildschirm. Is this thing on? Hello? Hello? Can you hear me? Oh, right, you can't answer. I'm so sorry, astronaut, Olympian, or war hero. There was a slight problem with the test. Don't worry though, we got you out okay. Nothing's different, nothing's changed. Just head out of the chamber, I'll tell you a bit more out there. Oha. Sah auch schon mal gesünder aus hier. Don't worry about the height. Had a few of my scientists make what's called long fall Aperture Science Innovators long fall boots. That was easier to think of than I thought. Okay, ich kann also beliebig Höhen runterspringen. Pick that yellow device up. Don't worry, it's not hazardous. I've had the scientists leave you a new device to help you. Yeah, that's right, a new test.
Congratulations! You get to test something else now. Double the experiments for you. Ah. There's an open door nearby. Should take you out of the building. You'll need that new test to move around. Don't worry though, we built the building like this. Don't worry about that. It's just a new drilling test we're doing down below. Yeah, to get the salt mines deeper, to get more test experience in. Yeah, that's it. Just ignore that. Okay, oh, ich kann Portal platzieren. Hier kann ich 1 platzieren. Die Frage ist, wo kommt das zweite hin? Mal gucken, irgendwo. Ah, da geht's schon los. Wahrscheinlich komme ich nicht durch diese Tür. Nein. Okay. Ich würde jetzt pauschal sagen, ich muss da irgendwo hoch. Gestaltet sich aber schwierig. Tja. Ah. Ich dachte die ganze Zeit, die Fenster wären heile. Aber das erklärt natürlich. Und schwupp. Ah, wir sehen im Gegensatz zum vorigen Bild, Cave Johnson ist älter geworden. Hier ist jetzt wieder eine Glasscheibe vor. Interessant. Ich kann darüber schießen. Dann muss ich hier wahrscheinlich wieder rausspringen. Um hier unten in mein Portal zu laufen. Don't mind all this too. We just had earthquakes. Lots of earthquakes. Yeah, you get lots of those here in Michigan. Okay, Erdbeben in Michigan. Wenn er das sagt, wird es wohl stimmen. Und wahrscheinlich muss ich hier runter. These earthquakes even shook up time a bit. Some stuff from the future got here. Yeah, that's how it's here. Don't worry, it's still 1952. Adlai Stevenson is still president. Alright, so, the earthquakes. Kinda did some redecorating in here. Destroy the door too. You'll have to find another way out. Ich erwarte mal, dass es auf mich schießt, aber irgendwie... scheint ihm das zum Glück egal zu sein. Es redet nicht so süß wie die... There's gotta be something you can use to launch yourself over the door. There has to be another way out. Oha.
wahrscheinlich gleich eine Flüssigkeit raus, wenn ich es schaffe, das zu aktivieren. Das ist wahrscheinlich so eine Schnelllauf-Flüssigkeit, ne? Ja, die kennen wir doch schon. Okay. Die große Frage ist, wo wir hinwollen. Wir können das quasi beliebig verteilen. Aber dazu müssten wir erstmal einen Ort haben, an den wir hinwollen. Warte mal. Ne, da oben geht's nicht weiter. Gucken wir mal hier. Hier waren wir noch nicht. Ah, da wollen wir durch. Ah. Mit Anlauf und dann hier rausspringen. Wir brauchen nur noch eine Fläche, auf der wir Anlauf nehmen. Das sollte kein Problem sein. Wir haben ja unser Beschleunigungsgel. Was wir von hier kriegen, das spritzen wir dann hier raus. So. Du gehst mal da weg. Und dann... Hui. Okay, Spielkind. Schrecklich hier. So, blau da, das darf man nie vergessen. Gehen wir hier hoch. Dann kommt hier orange hin. Und Action. I know, things might look different than what you're used to, but while you were spending that little time sleeping, we had some aperture science nanomachines come in and build all this stuff. Yeah, that's it. They're quick little guys, faster than any science guy I got. Beyond that door is one of the new testing tracks. Totally, completely new. Get through it and head to the first testing sphere. I'll let you know more there. Now, I just want to make sure you know something before you go any further. We have these new inventions called emancipation grids in place to prevent objects from moving around to other tests. Now, some guy decided that it would... Okay. Wenn es rot ist, nicht durchgehen. Now, I just want to make sure you know something before you go any further. We have these new inventions called emancipation grids in place to prevent objects from moving around to other tests. Now, some guy decided that it would be a good idea to make ones that prevent people from going through, and installed one where people needed to go through. Okay. Gut, wenn ich ein wenig zugehört hätte, hätte er mir das wohl gesagt. If you turn the power off, you can easily turn it back on. That switch isn't like the rest of them. The others trip a circuit breaker that causes an entire part of the facility's power grid. I think these switches were designed for 2 people. Maybe your new test can help. Wahrscheinlich muss ich jetzt den Strom wieder anstellen und dann mit einem Portal nach da hinten wandern. Remember, you can always turn the power on or off again. Der betont das auch immer so schön. Jetzt brauche ich nur auf dieser Seite irgendwas, wo ich mein Portal hinsetzen kann. Hier nicht. Ah, da hinten. Bisschen viel Lauferei bisher. So. Ah, okay. Ich muss diese beiden Schalter offenbar kurz hintereinander betätigen. Das tun wir jetzt mit diesem Portal. Und erfolgreich. Ja.
glaube, ich muss da runter. Moment. Das ist ein Grafikfehler? Auch egal. Vielleicht ist es auch beabsichtigt, wer weiß. Checken wir mal, was hier so los ist. Okay. Da kann ich offenbar hoch. Machen wir das mal. The new testing track is just through here. Ich glaube, durch die blauen kann ich dann hoffentlich durch. Ja, das. Oh, that's meant to happen. Just to test your reflexes, you know, after your short sleep. Okay. Ich nehme mal an, ich muss jetzt da runterspringen. Gut, das war jetzt nicht allzu schwer. Das hier führt entweder in einen zusätzlichen Teil oder ist nur so. Okay, das hätten wir. Und auf in den nächsten Ladebildschirm. Bisher alles noch. Eieieiei. Flashbang. Bisher alles noch relativ. Yes, Bravo Volta. Viel Lauferei. Hold on. Fifth testing track. Yes, fifth. You'll need a portal device to get through. Sorry, I meant a portable quantum tunneling device. Look, it's in your hands right now. The scientists did their job. You'll do fine. Interessant. Irgendwo wird das Ding hingehen. Ah, da. Da erscheint dann so ein Würfelchen. Kennen wir ja alles schon. Die Frage ist, wie komme ich da dran? Das ist besonders viel Spaß. Lassen wir das. So. Also wir werden irgendwie wahrscheinlich mit der blauen Pampe arbeiten müssen. Und bisher kann ich die nur dahin. Vielleicht wenn ich hier hochgehe, kann ich die auch dahin. Oder da oben. Okay. Das ist hier diese Sprungpampe für alle, die das nicht kennen. Ich werde wahrscheinlich irgendwo dahin müssen. Das ist die große Frage. Was passiert, wenn ich da oben rein? Also. Ah, vielleicht, wenn ich das so und so. Ui, nicht ganz.
fehlt hier noch so ein bisschen. Hier müsste noch was hin. Vielleicht kriege ich das noch hin. Ich glaube, da ist nichts. Könnte man natürlich auf die Idee kommen, da unten alles mit blauem Zeugs zu pflastern, damit man schön springen kann. Das sieht wunderbar aus, ne? So, wenn wir das jetzt geschickt machen. Landen wir hier hinten. Und drücken auf diesen Knopf. Der scheint zu halten. Okay. Geile Sache. Das war irgendwie klar. Gut, also wir haben hier ein Portal und da ein Portal. Och nö. Okay, soweit ist klar. Jetzt muss ich noch irgendwie an das Würfelchen rankommen. Nein. Fuck. Die Idee war nicht so schlecht, finde ich. Okay, mach mal. Also ich hatte eigentlich gehofft, von hier katapultiert zu werden. Ach, da oben hätte ich eins dran machen können, klar. Scheiße. Ja. So, jetzt ist das Ganze noch halb so schwer, jetzt stellen wir uns hier hin. So. Da eins hin. Da eins hin. Und schwupp. Verdammt, ich glaube, ich habe es unterwegs verloren. Nicht so schlimm. Wohl doch schlimm. Okay, also nochmal. Dahin, dahin. Und da eins hin. Da eins hin. So. Würfelchen abholen. Zurückspringen. Hier hinspringen. Wir machen das jetzt mal anders als gerade und lassen das Ding vorfliegen. Schlechte Idee. Das heißt, dass ich werde wohl oder übel mit dem Würfel springen müssen. Ich muss das einfach nur geschickter anstellen als gerade.
Hui. Good. Now, everything about this test is lead-lined, according to my 1950s notes here in my 1950s filing cabinet. Says it's harmful to humans. I mean, not harmful to humans. You'll be okay. Perfectly fine. Nothing to worry about. Oh, and don't worry about the boxes. We got a ton backstocked, ready for this kind of thing. Thrown at the wall, destroyed, rinse and repeat. Useless little things. Made them in an hour. Oopsie. Now, everything about this test is lead-lined, according to my 1950s notes here in my 1950s filing cabinet. Says it's harmful to humans. I mean, not harmful to humans. You'll be okay. Perfectly fine. Nothing to worry about. Oh, and don't worry about the boxes. We got a ton backstocked, ready for this kind of thing. Thrown at the wall, destroyed, rinse and repeat. Useless little things. Made them in an hour. Okay. Ich bin jetzt soweit gekommen. Ich habe jetzt die erste Testkammer. Nein, das ist noch die erste Testkammer. Ich weiß es nicht, hinter mir. Bisher habe ich viel Intro gesehen. Aber die erste halbe Stunde ist schon vorbei und ich muss es ja irgendwie noch kompilieren. Deswegen, konvertieren? Kompilieren? Ach, Fremdwörter, scheiß drauf. Fertig machen. Und deswegen machen wir jetzt hier einmal Schluss. Und dann machen wir demnächst hier weiter. Wir haben ja gerade gespeichert, als wir hier reingekommen sind.